Wir haben monatelang recherchiert und sind auf die wahrscheinlich größte Vertuschungsaktion in der Geschichte Deutschlands gestoßen. Waren Sie schon mal in Jena? Nein? Jena ist die zweitgrößte Stadt im Freistaat Thüringen. Wie kann es dann sein, dass man die Stadt vielleicht mit Mikroskopen und Fußball in Verbindung bringt, aber kaum jemand jemals da war? Die Antwort wird Sie schockieren. Jena hat nämlich bis in die jüngste Vergangenheit alle Anstrengungen unternommen, um unentdeckt zu bleiben. Ich wusste es. Eine ganze Stadt verstecken? Mitten in Deutschland? Ja, das geht. Der Aufwand, den die Stadt betrieben hat, der sucht wirklich seinesgleichen. Man hat eine komplette Autobahn und eine Mauer aus Plattenbauten direkt vor die Stadt betoniert. Dann hat man noch einige extra lange Tunnel gebaut, damit man nicht einen einzigen Blick auf die Stadt werfen kann. Was merkwürdig ist, denn bei unseren Recherchen musste ich feststellen, dass es einiges Schönes zu entdecken gibt. Wie wär's mit dem Paradies? Hier steht's. Wir haben uns ins Medienarchiv der Stadt gehackt und sind auf einige Bilder gestoßen, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Aber die Stadt ist nicht nur schön, die sind auch noch erfolgreich. Jena gehört schon lange zu den wirtschaftsstärksten Standorten in Mitteldeutschland. Im sogenannten Silicon Valley leben und forschen über 4000 Menschen. Wir haben es nach monatelangen Anstrengungen endlich geschafft, mit einer Einheimischen zu sprechen. Die Stadt ist schon was Besonderes. Man kann hier feiern, wandern und einfach eine gute Zeit haben. Und wenn man Lust auf eine andere Klimazone hat, gibt es sogar einen Regenwald neben einer Wüste. Aber das versucht man ja alles zu verheimlichen. Nur den Jen Tower, den können sie einfach nicht verstecken. Aber damit nicht zu viele Besucher die Stadt bevölkern, hat man dann extra die ECE-Haltestelle nach Erfurt verlegen lassen. Clever. Aber jetzt wird's noch unheimlicher. Wir haben nämlich Informationen bekommen, dass es sich bei der sogenannten Imaginata nicht um ein Science Center handelt, sondern um ein Versuchslabor für optische Täuschung. Was ja ein weiterer Beleg dafür wäre, wie gut die Vertuschung in dieser Stadt funktioniert. Unsere Quellen berichten außerdem von über 30 Orten, an denen man sich in Jena trifft, diskutiert und Ideen austauscht. Ein paar Einblicke haben wir zugespielt bekommen. Von der Öffentlichkeit unbemerkt scheint sich hier wohl ein regelrechter Tagungsmarkt etabliert zu haben. Wir haben übrigens herausgefunden, Jena liegt in der Toskana Thüringens. In der Saale-Unstrut-Region wird seit Jahrhunderten Wein angebaut. Das sieht man auch auf dem Stadtwappen. Ein verräterisches Indiz, das uns überhaupt erst auf die Spur geführt hat. Mal ein paar Fakten. Eine der ältesten und renommiertesten Universitäten in ganz Europa ist in Jena. Rund 22.000 Studierende sind in der Stadt und die sind nicht nur wegen der guten Ausbildung da. Das schöne Leben hat schon damals Schiller, Goethe, Humboldt begeistert und Napoleon. Gut, das ist eine andere Geschichte. Dann wäre da natürlich noch der berühmte Carl Zeiss. Man hat ihm viel zu verdanken. Das ist auch der Grund, warum man die Mutter aller Planetarien nach ihm benannt hat. Natürlich wollten wir auch herausfinden, wie die Menschen in Jena ticken und haben uns mit versteckter Kamera unter die Leute gemischt. Seit 96 bin ich in Jena. Gefällt mir. Jena ist so schön klein, kenne ich wie Familie. Ja, Jena ist von außen betrachtet eine kleine Stadt, fast ein Dorf. Aber es ist eine Stadt, die einfach lebenswert ist und die bunt ist und die offen ist und die warmherzig ist. Und ich glaube, es ist genau das, die Mischung aus großstädtischem Flair und Provinz genug, um nicht nur anonym durch die Stadt zu gehen, nicht zu vereinsamen. Im Innersten ist das eine sehr grüne Stadt mit guten Leuten, mit viel Veranstaltungen, die hier stattfinden. Nachts die Clubs und die Konzerte, das ist einfach einzigartig. Das ist so ein bisschen wie Italien in Mitteldeutschland. Das ist wie meine Heimat, Jena. Weil das ist ein Ort, wo ich schnell wieder in Kontakt trete mit Menschen, die mit dem gleichen Herzschlag unterwegs sind wie ich. Jena hat sich jahrzehntelang versteckt. Und jetzt wissen wir auch, warum. Fahren Sie doch auch mal hin. Wir kommen auf jeden Fall wieder, Jena. Uns täuschst du nicht mehr.